Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meinem Garten hier in Berlin in Reinickendorf. Ich bin Maria und heute geht es um etwas Würziges, und zwar beschäftigen wir uns heute ein bisschen mit dem Rosmarin. Was wir heute machen, ist nämlich Rosmarinsalz. Botanisch gehört Rosmarin zur Familie der Lippenblütler, also eigentlich von der Blüte her sieht es halt aus wie Thymian oder Lavendel und Salbei. Und man kann die sehr gut auch als Heilpflanze einsetzen. Eine große Unterscheidung finde ich immer beim Rosmarin, dass es halt eher so ein verholzter Halbstrauch ist und gar nicht so wie viele andere Kräuter so zart und oft, manche sind ja auch oft nur einjährig, so wie Basilikum, den kriegt man ja nicht über den Winter. Rosmarin dahingehend ist halbwegs winterfest. Ich habe hier so einen großen und den packe ich im Winter auch nochmal ein, weil auch wenn der schon etabliert ist, so ist der nicht so freudig erregt, wenn es halt im Winter so längere Minusgrade hat. Erst recht, wenn es zu feucht ist. Also was der gar nicht leiden kann, ist, wenn der sozusagen so nass ist in der Wurzel und es dann noch friert. Das findet er gar nicht gut und deswegen wird er von mir ein bisschen eingepackt und geschützt im Winter, damit er auf keinen Fall erfriert. Denn Frostschäden, das kann schon schneller mal passieren. Ich habe jetzt hier so einen aufrecht wachsenden Rosmarin. Ich blende euch aber jetzt mal ein paar Bilder ein, und zwar war ich ja im Frühling auf der Insel Hvar in Kroatien. Und diese Insel ist nicht nur für den Rosmarin, sondern auch für den Lavendel bekannt. Ich habe auf der Insel wahnsinnig viel Rosmarin gesehen. Und zwar ist das diese andere Sorte, diese kriechende Sorte. Das Schöne daran war, dass man gesehen hat, wie verhält sich Rosmarin, wenn man ihn nicht schneidet, wenn er kriecht, wenn er sich einfach so entlang schlängeln darf. Funktioniert wunderbar bei Kriechenden. Hier bei meinem aufrecht wachsenden funktioniert das nicht, deswegen habe ich den jetzt auch mal radikal gekürzt. Und mit diesem radikal gekürzten Rosmarin, mit dem machen wir jetzt das Salz. Es gibt dann 3 Arten, wie ich diese Rosmarinstängel trockne. Hier habe ich so ein Trockengestell. Es war auch echt sehr, sehr sonnig eine Zeit lang. Da ist das wunderbar in diesem Trockengestell einfach schön ganz langsam, ohne direkte Sonne ausgetrocknet. Man kann aber auch den Dörrautomat benutzen. Den habe ich auch, benutze ich aber selten für Kräuter. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nur eine ganz niedrige Temperatur einstellt, maximal 40 Grad, damit die nicht so austrocknen, verbrennen die Kräuter. Was man auch machen kann, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, den Rosmarin jetzt so zu trocknen, man kann das Salz auch direkt herstellen und danach das Salz quasi trocknen. Und da kann man dann auf ein Blech das in die Sonne stellen. Je nach Wetterlage gibt es viele Möglichkeiten, Kräuter zu trocknen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das schon in diesem trockenen Gestell gehabt und deswegen, ja, und weil natürlich auch gerade die Zeit ist, bietet sich das Gleiche, was wir jetzt mit dem Rosmarin gemacht haben, das mit dem Verschneiden und Ernten, natürlich auch mit dem Lavendel an. Also jetzt kann man den Lavendel wunderbar ernten und ich zupfe dann immer im frischen Zustand, wenn die Blüten noch nicht alle aufgegangen sind, sondern so halb, zupfe ich die dann ab und sammle die erstmal alle in einem Karton und lasse die dann trocknen. Und auch daraus kann man Lavendelsalz herstellen. Das geht wunderbar, sieht schön aus, ist auch schön zu verschenken. Ich mache daraus meistens nur sehr wenig Lavendelsalz, weil es ein bisschen spezieller ist, aber ich mache ganz viele Lavendelduftsäckchen. Ja. Und auch zum Trocknen, entweder hier in dieses Trockengestell oder einfach ein bisschen auslüften. Lavendel trocknet eigentlich zuverlässig und schimmelt auch nicht, sobald man das nicht im Regen geerntet hat. Ja, willkommen in meiner Küche. Es ist gerade super regnerisch draußen und in Berlin stürmt es wieder und regnet wirklich so. Die Tonnen sind schon seit Wochen gefüllt jetzt voll. Nein, nicht seit Wochen, seit Tagen. Seit Tagen sind die Tonnen mit Regenwasser voll und man weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Wasser. Deswegen mache ich das jetzt hier zu Hause weiter. Ich entaste quasi oder ich entnadel jetzt hier diese kleinen Äste, weil die Stängel brauche ich nicht in meinem Salz. Die lasse ich draußen. Dann, wenn das alles entastet ist, nehme ich mir einen Zerkleinerer, in dem Fall hier so eine Küchenmaschine. Thermomix ist super dafür geeignet. Ich habe aber auch so eine Kräutermühle, die habe ich im Garten. Hauptsache, die kann sehr fein mahlen.
Und dann male ich dann erstmal den Rosmarin ohne Salz und mache den kleiner. Dabei achte ich darauf, dass die Stücke schon sehr klein sind. Also wie ihr jetzt seht, das ist noch ein bisschen stückig und das wäre mir aber jetzt noch zu viel. Also ich male das schon sehr klein. Und wenn ich dann so meine Wunschstärke erreicht habe, dann fülle ich grobes Meersalz hinzu. Dann nehme ich unjodiertes. Das hat einfach damit zu tun, dass falls ich mal Rosmarinsalz auch noch beim Einwecken verwenden möchte, dann kann ich das auch benutzen, weil da sollte man ja immer jodfreies Salz beim Einwecken verwenden. Und so habe ich da keine Sorge. Genau, und dann mixe ich das nochmal so richtig dolle mit dem Salz. Dann erst kriege ich ein richtiges Pulver raus. Und dieses Pulver, ich wünschte, es gäbe Geruchs-YouTube. Das riecht sehr intensiv und sehr lecker. Und wie man sieht, Rosmarin war richtig trocken, deswegen ist es jetzt auch richtig staubig. Falls das jetzt nicht richtig trocken ist oder ihr das mit frischen Rosmarin gemacht habt, dann müsstet ihr das jetzt noch trocknen. Also entweder in die Sonne auslegen oder es auch im Backofen ein bisschen trocknen. Ja, und in dem Zustand, wenn es so richtig trocken ist, dann darf es bei mir auch in meine Kräuterschublade zu Hause. Ich habe auch den groben Rosmarin da, aber nicht auf die Kartoffeln mache ich den, sondern dann habe ich in Gewürzsäckchen, wenn ich irgendwie Braten mache oder ähnliches und ich kleine Säckchen dann mache. Ja, jetzt fülle ich das hier in meine Gläschen, damit das alles wieder schick in die Schublade verstaut wird. Alles, was ich zu viel habe, das verschenke ich dann an Freunde, Verwandte, Familie, alle, die gerne Rosmarinsalz haben wollen oder auch nicht. Ich hoffe, ihr macht das nach und freue mich, wenn wir dann demnächst wieder durch meinen Garten gehen. Aktuell, wie gesagt, das Wetter lädt nicht zum Gärtnern ein. Bin sehr gespannt, wie alles aussieht, wenn das jetzt hier einfach tagelang durchgeregnet hat hier in Berlin. Also nicht ganz durch, aber es war schon sehr, sehr nass. Und damit bin ich am Ende meines Videos. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder beim nächsten Video bei mir in Berlin in meinem Schrebergarten.